Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um den Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es weiter im Schattenbahnhof. Genauer gesagt werde ich dort die Wendezugabstellung aufbauen. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, es ist eigentlich der letzte Bauabschnitt hier im Schattenbahnhof 1, die letzte Aktion, wo ich hier noch Gleise verlege, die Wendezugabstellung. Es ist aber nicht der letzte Teil, es gibt noch einen weiteren, aber den verrate ich euch zum Schluss. Ganz ehrlich Leute, hier in diesem Teil gibt es nicht viel Neues zu sehen, jedenfalls nichts, was ich vorher in den Teilen schon mal irgendwo gezeigt habe. Und deshalb habe ich mir überlegt, den Film diesmal ein wenig kürzer zu halten und ich blende euch oben immer mal wieder so eine Karte ein zu bestimmten Themen, wo es dann halt ins Detail geht. Dann könnt ihr einfach von hier abspringen und euch dann die Detailinfos dann abholen. Ja, ich wünsche euch einfach jetzt viel Spaß beim Zuschauen, will gar nicht viel quatschen. Wir sehen uns nach dem Film wieder. Ja, bevor es jetzt losgeht, hole ich euch wieder ab, wo wir denn jetzt stehen. Wir haben ja schon mehrere Teile hinter uns. Das hier war jetzt der erste Teil vom Schattenbahnhof, das war die Umfahrung. Im zweiten Teil habe ich die Gleishafen aufgebaut. Im dritten Teil habe ich dann bedingt durch einen Test mich dazu entschlossen, dass die Loks andersrum eigentlich einfahren sollten. Deshalb haben wir hier eine Kehrschleife eingesetzt und gleichzeitig mit der Kehrschleife wurde dann dieses Zufallsgleis überflüssig und das ist jetzt dann zu einer Abstellung geworden. Damit habe ich schon mal zwei Abstellungen, einmal hier und einmal hier für ja, vielleicht Wendezugabstellungen oder Triebwagen. Im Übrigen diese kleinen Stücke rechts und links hier, die könnte ich auch dazu verwenden. Gut, beim letzten Mal ging es mehr um die Servicegleise. Da habe ich im Teil 4 die analoge Teststrecke aufgebaut und auch hier unten das Einmessgleis. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem letzten Gleisbauakt hier unten im Untergeschoss im Schattenbahnhof. Und zwar hier gibt es ja noch ein bisschen Platz und den werden wir dazu verwenden, um hier eine Wendezugabstellung aufzubauen. Dieser große Platz, das wird später mal der Wendel werden, aber das ist eine eigene Reihe bzw. ein eigener Film. Hat mit dem Schattenbahnhof an sich jetzt für mich hier erstmal nichts damit zu tun. Gut. Dann baue ich mir jetzt im nächsten Schritt erstmal hier diese 5 Abstellungen auf und dann schauen wir weiter. Ja, bautechnisch wird es hier jetzt nichts mehr geben, was ich nicht schon mal irgendwo hier gehabt habe. Hier ist halt jetzt die Fortsetzung von dem Stichgleis, was zur Abstellung führt. Die Abstellung führt hier unten lang. Die Besonderheit, die hier noch existiert, ist halt hier der Verschluss. Also hier komme ich ja mit dem Gleis raus. Es geht dann direkt hier in die Kurve parallel zu dieser Schienenführung. Hier fängt dann auch schon die Weichenstraße an und wird dann von hier aus verzweigen, hier komplett über 5 Abstellungen, die dann letztendlich hier auf dem gesamten Stück noch ausgelegt werden, sodass ich hier genügend Platz habe, meine Wendezüge abzustellen. Ja, so der Plan. Dann fangen wir mal damit an. So, der Zugang ist gelegt. Okay, jetzt werden wir medizinisch. Nee, lassen wir das mal. Ja, hier die Besperrungen, die kommen jetzt noch weg. Die sind weggeräumt jetzt. Und damit ist der Abschnitt von dem Modul eigentlich auch schon fertig. Jo, dann machen wir jetzt mit der anderen Seite weiter. Ja, dann machen wir an der Stelle jetzt am anderen Segment weiter. Hier habe ich als erstes den Übergang, genauso wie ich es hier an den anderen bereits liegenden Schienen schon gemacht habe. Dann geht es hier die Kurve rum. Dann kommt hier ein etwas längeres Stück und das resultiert ganz einfach an der Gleisgeometrie. Ich habe mir nämlich hier genau die Mitte, das werden fünf Abstellungen werden und die mittlere Abstellung habe ich mir eingezeichnet hier als gerade und da orientiere ich mich dran. Und daher weiß ich auch, in welchem Winkel bzw. wo die Weichenstraße hier anfangen muss. Und deshalb ist dieses Stück auch ein bisschen länger
als vielleicht, wenn man versucht ist, mit dem Auge abzulegen, dann liegen wir vielleicht irgendwo hier und dann merken wir schon, dass es da unten halt nicht mehr passt. Das ist eigentlich auch ein Stichwort, wenn man sowas macht, immer mit der Gleisgeometrie arbeiten und nie dagegen. Weil wenn dagegen, dann gibt es Schienenversätze, Schienensprünge und das sind dann genau die Stellen, wo später mal die Fahrzeuge vorzugsweise rausspringen und den eigentlichen Spielspaß mindern. Okay, die ganzen Gleisabschnitte sind dann jetzt verlegt, abgelenkt und sind auch mit Anschlüssen versehen. Hier liegen jetzt noch die ganzen Kabelleichen rum. Dann werde ich die jetzt im nächsten Schritt auf den Belegmelder auflegen. Okay, die ganzen Gleisabschnitte sind jetzt hier auf dem Belegmelder aufgelegt. Jetzt gibt es noch ein paar Kabel, denen ich an die Wäsche muss. Und zwar hier für die Weichensteuerung und die Kabel werden dann anschließend hier auf dem Schaltdecoder aufgelegt. Na gut, dann machen wir das jetzt und dann schauen wir uns den nächsten Schritt an. Das wäre dann auch erledigt. Die Weichenanschlüsse sind verlängert und hier hinten dann letztendlich auf dem Decoder aufgelegt. Gut, dann kommt jetzt wieder die Einrichtung im Rechner. Ja gut, dann kommen wir jetzt mal kurz zum Blog einrichten. Ich habe ein paar Anfragen erreicht, weil die über den Sibi erfahren haben, dass ich hier nur immer mit eindeutigen Adressen arbeite. Und der Sibi hat das auch mal gezeigt, wie das funktioniert im Train Controller, aber ich nehme mich einfach nochmal mit. Ne? Also es geht jetzt hier darum, diese Blöcke einzurichten. Und jetzt schaue ich mir erstmal nach, was ich hier für eine Adresse vergeben habe. Ihr wisst ja, es gibt ja nichts, was ich nicht plane. Und das hier ist die Bezeichnung 1B111, bedeutet erste Segment, ein Block und die Adresse 111. Gut, dann richten wir die einfach mal ein. Doppelklick da drauf, dann vergebe ich erstmal den Namen 1B111. Dann wechsle ich in den Block-Editor, sage hier neuer Kontaktmelder. Dann mache ich hier einen Doppelklick drauf. Und hier wähle ich dann einfach nur die einfache Adresse aus. Also nicht die Variante, die man hier kennt mit dem ersten Belegtmeldern und dann dem entsprechenden Eingang. Nein, ich habe eine eindeutige Adresse vergeben. Das habe ich ja gezeigt in meinem Film über den Belegtmelder-Einrichtung. Und dann dementsprechend kann ich jetzt hier einfach die Adresse 111 eingeben. Sage jetzt OK. Bestätige hier nochmal, speichere ich, dann gehe ich mal auf den Betrieb, verlasse den Editiermodus. Wenn ich jetzt den Finger da drauf lege, auf dem ersten Block, wird mir auch die Belegmeldung angezeigt. Das war's schon. Ja, und so verfahre ich halt mit allen Blöcken, die ich hier habe. Gut, und bei den Einrichten der Weichen funktioniert das genauso. Habe die gleiche Bezeichnungssystematik. Das ist jetzt die Weiche 1W120. Habe ich auch aus dem Plan raus. Ne? Hier mein Plan und da steht halt auch die Weiche 1W120 hier. Da ist sie und die richte ich jetzt halt ein. Also Bezeichnung. Dann gehe ich hier noch den Anschluss. Auch hier will ich einen Loconet-Anschluss, die Adresse 120. Und dann gehe ich hier drauf und gucke mal, wie sie funktioniert und korrigiere dann hiermit noch die Weichenstellung. Die steht hier auf gerade, tatsächlich ist sie aber jetzt abgewogen, dann kann ich das hiermit umschalten. Und jetzt schaltet sie auch richtig, jetzt ist sie auf gerade und jetzt auf Abzweig, wunderbar. Und jetzt noch 200 Millisekunden Schaltzeit, okay, und das war's. Gut, die Belegmelder zeigen alle an und hier kommt dann auch die letzte Lok, die jetzt gerade in die Abstellung fährt. Damit sind die Tests dann auch abgeschlossen. Ja, jetzt haben dann auch die Wendezüge bzw. die Triebfahrzeuge alle ihren Platz gefunden und damit sollte das jetzt erledigt sein. Ja, das war es jetzt eigentlich mit dem letzten Teil vom Gleisbau, zumindest hier im Schattenbahnhof.
Es gibt aber noch einen weiteren Teil, hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Und zwar werde ich hier noch eine Kameraüberwachung einbauen und eine Beleuchtung. Und das ist dann allerdings wirklich der letzte Teil vom Schattenbahnhof. Den Wendel, den es dann gibt, den zähle ich nicht mehr dazu, weil das ist halt ein eigenes Thema, Wendel. Und möglicherweise gibt es da einen, vielleicht auch zwei Teile zu. Ich habe noch nicht so den Überblick, was mich da erwarten wird. Naja, aber es gibt noch viele, viele weitere interessante Projekte, die ich mir hier vorgenommen habe und die ich so nach und nach dann bringen werde. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.